Am 1. August feiern wir wieder den Earth Overshoot Day. Dann haben wir die natürlichen Ressourcen unserer Erde für das aktuelle Jahr verbraucht und leben das restliche Jahr auf Pump. Alles, was wir ab August verbrauchen, geht dann auf Kosten der nachfolgenden Generationen, die mit den Folgen unserer Übernutzung zurechtkommen müssen. Seit Jahrzehnten schon wissen wir, dass wir so eigentlich nicht weitermachen können. Trotzdem passiert viel zu wenig. Viele von uns wirken resigniert und deprimiert. Dabei gibt es sie, Projekte, die Mut machen, niederschwellige Angebote bieten und kreative Lösungen gegen die Klimakrise aufzeigen, im Kleinen wie im Großen. Ein paar dieser Projekte finden wir hier in Stuttgart quasi vor unserer Haustür. Hier auf dem Campus der Universität Vaihingen sprießt zum Beispiel eine wilde Klimawand. Wir sehen hier das Forschungsprojekt Die wilde Klimawand. Das wird gefördert vom Klimainnovationsfonds der Stadt Stuttgart. Hier sind um die 70 verschiedene Pflanzenarten initial gepflanzt. Plus dazu kommen noch die Arten, die sich spontan hier ausgesät haben. Also wir haben zum Beispiel Brennnesseln und Disteln auch in der Wand, die wir nicht aktiv eingebracht haben, die aber jetzt auch hier leben. Wir haben hier für Wildbienen, für verschiedene Insekten tatsächlich Habitate erstellt. Und wir haben auch für Vögel und für Fledermäuse haben wir Habitate in die Wand eingebracht. Das Projekt ist jetzt 1,5 Jahre ungefähr alt. Die Wand steht seit April letzten Jahres hier. Okay. Und dann wurde diese Wand hier innerhalb von wenigen Tagen begrünt. Im Projekt versuchen wir zu verstehen, wie wir Biodiversitätsförderung und Klimaanpassung kombinieren können. Das heißt, je mehr Fassaden wir begrünen, die eine kühle Oberfläche haben, desto weniger werden wir quasi in den Innenstädten so mit Wärme bestrahlt und dann wird es uns dort nicht so heiß. Welche Vorteile hat denn die Klimawand jetzt vielleicht über die Temperaturregulierung hinaus? Wir versuchen herauszufinden, inwieweit die Fassade quasi die Umgebung auch so ein bisschen kühlt. Deswegen messen wir zum Beispiel die Verdunstungsleistung von der Fassade. Die hat aber natürlich auch ökologischen Mehrwert. Den versuchen wir auch wissenschaftlich zu beweisen, können es beobachten und sagen, da passiert was und das scheint zu funktionieren, aber der Beweis steht noch aus. Wir können auch mittlerweile sagen, dass die Fassade auch eine gewisse Retentionsfähigkeit hat. Das heißt, bei einem Starkregenereignis, wo wir auch in Städten häufig das Problem haben, dass dann, wenn es 10 Minuten regnet, die Kanalisation überflutet ist, ne, oder an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Also die Grünfassade ist auch in einem gewissen Maße in der Lage, Wasser zu speichern und das sozusagen über einen längeren Zeitraum abzugeben und hat eine gewisse Retentionsfähigkeit. Das Ziel der Forschenden ist es also, ihr Projekt jetzt in die Städte zu bringen. Vielleicht sehen wir eine wilde Klimawand dann noch bald hier, im Stuttgarter Westen. Dort findet nämlich seit ein paar Monaten ein Verkehrsversuch statt. Superblock heißt das Ganze und dazu gehören ein verkehrsberuhigter Bereich und auch kleine grüne Inseln wie diese hier. Das Ganze wird auch in anderen Städten umgesetzt. In Barcelona zum Beispiel gibt es schon deutlich größere Superblocks mit Spielplätzen, Aufenthaltsräumen und großen Grünflächen. Ziel dieser Projekte ist es immer, Städte lebenswerter zu machen. Aber was macht eine Stadt eigentlich lebenswert? Um das herauszufinden, fahre ich zum Stuttgarter Rathaus. Dort treffe ich Hauke Diederich. Er ist Teil der Stabsstelle Klimaschutz und leitet den Stuttgarter Klimainnovationsfonds, über den die Stadt zahlreiche Projekte zu Klimaschutz und Klimaanpassung fördert. Ja, was macht die Stadt lebenswert? Es geht vor allen Dingen um Aufenthaltsqualität. Also ich möchte, wenn ich in einer Stadt wohne und aus meinem Haus rausgehe, dann möchte ich sagen, oh, hier ist schön, hier halte ich mich gerne auf. Und das können irgendwie Aufenthaltsräume sein, wo ich nichts konsumieren muss, die womöglich noch verschattet sind, wo es nicht zu heiß wird, die Sonne nicht knallt. Welche Herausforderungen haben denn unsere Städte jetzt in Bezug auf die Klimakrise im Vergleich vielleicht zu ländlicheren Gebieten? Ja, die Städte haben halt die Herausforderung, dass wir natürlich sehr eng bebaut sind. Das führt einmal dazu, dass es heiß wird bei uns. Das sind riesige Hitzeinseln, die entstehen. Die ganze städtische Infrastruktur, die ganze gebaute Umwelt, die heizt sich auf. Es gibt eine Vorhersage oder eine Berechnung vom Deutschen Wetterdienst, dass Stuttgart bis zum Jahr 2050 die heißeste Großstadt in Deutschland wird. Wir haben wenig Standorte, die für Windkraft geeignet sind in Stuttgart im Vergleich mit dem ländlichen Raum. Dafür haben wir viele Dachflächen. Dachflächen kann ich auch begrünen, da kann ich auch PV rauf machen. Ja. Und das ist ein bisschen, wo du out of the box denken musst und das wollen wir eben fördern mit dem Klimainnovationsfonds. Ich will von Hauke auch wissen, warum gerade wir in Stuttgart uns jetzt für mehr Klimaschutz einsetzen sollten, wo man doch immer wieder hört, dass andere Städte und Länder das angeblich nicht tun. Weil ich denke, wir
in den entwickelten Ländern, im reichen Norden, müssen halt auch zeigen, dass wir es auch schaffen, unsere eigene entwickelte Wirtschaft grün zu machen und unsere eigenen Städte grün zu machen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, so ein bisschen voranzugehen, auch um zu zeigen, wie kann es denn auch gehen. Die Wahrheit ist ja auch nicht, dass die anderen gar nichts machen. Gerade China, was ja immer so als böses Beispiel genannt wird, China investiert wahnsinnig viel in grüne Technologien. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir uns jetzt nicht nur bei Solar, haben sie uns schon den Rang abgelaufen, bei Windkraftanlagen den Rang ablaufen und bei vielen, vielen anderen Technologien. Die investieren mehr als jedes andere Land der Welt in grüne Technologien. Auch die USA tun das. Und in Deutschland sind wir da, denke ich, sehr, 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 sehr zögerlich immer noch. Jetzt haben wir den Innovationsfonds schon ein paar Mal angesprochen. Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das? Ja, die Idee kommt ein bisschen vom damaligen Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Der wollte die Wissenschaft in Stuttgart stärker sichtbar machen und hat dazu die Idee gehabt, dass man das mit dem Klimaschutz eben verbinden kann. Und dann kam das Konzept auf, eine Art Klimainnovationsfonds aufzusetzen. Gute Ideen entstehen nicht nur in Hochschulen und Universitäten, sondern oft, und gerade auch in Stuttgart, in der Verein, in der Zivilgesellschaft und in Unternehmen. Und die wollen wir eben auch mitnehmen. Deswegen haben wir das dann geöffnet, sodass quasi alle, die irgendeine Art von Organisationsform haben, können sich alle bei uns bewerben mit ihren Ideen. Wenn du jetzt unendlich viel Budget hättest für ein Projekt, das du umsetzen dürftest, keine Bedingungen, wie würde das aussehen? Ja, das wäre auf jeden Fall sehr grün und sehr blau. Eine grün-blaue Stadtallianz, die sich auch zusammensetzt aus Bäumen und Wasser. Dass die auch Lebensqualität, wir hatten es eingangs, Lebensqualität gesteigert wird und wir eine lebenswertere Stadt haben in Stuttgart. Ja. Für mehr Grün und Blau findet sich hier im Stadtteil Bad Cannstatt in der Nähe des Neckars ein schönes Beispiel. Beim Inselgrün werden Stadtbegrünung und Urban Gardening in die Alltagsrealität der Stuttgarter Bewohnerinnen integriert. Solche Stadtgartenprojekte wie dieses hier, die bieten nicht nur einen Erholungsraum, sondern dienen auch als sozialer Treffpunkt. Hier werden Engagierte mit Obst und Gemüse versorgt und es gibt sogar nachhaltige Bildungsprojekte zur Landwirtschaft. Das Inselgrün ist Teil eines deutlich größeren Projektes, der Kulturinsel Stuttgart. Gründer Joachim Petzold verrät mir, dass es dabei um viel mehr geht, als nur um frischen Salat und rote Tomaten. Du sagst ja, ein Garten ist nicht nur ein Garten. Was gehört für dich da noch dazu? Bei Permakultur geht es ja lange nicht nur, wenn man die Permakulturblume anschaut, um Garten. Es geht um Gebäude, es geht um den ganzen Kreislauf. Das finde ich sehr wichtig, auch der Prozess, was da entsteht, wer es anbaut, das dahinter schauen. Und was genau kann ich mir dann darunter vorstellen, wenn das Ganze fertig ist, diese essbare Straße? Also, das heißt, man hat am Rand dann Beete. Ja, eigentlich das Ganze, was ihr dort habt. Wenn es nach mir geht, die Tauschbox, Sitzgelegenheiten, Schatten und je nachdem, wenn kein Müllwagen durchfahren muss, der Wein, der schön über den Weg läuft und Schatten gibt. Ich halte das auch persönlich als ein Modell insgesamt, um wegzukommen von diesen wahnsinnigen Kosten für die Grünpflege in der Stadt, wirklich hin zu einer essbaren Stadt. Und so Initiativen wie uns gibt es ja einige, nicht ganz so groß jetzt wie die Kulturinsel, aber Gärten, die richtig Bock hätten, ihre Nachbarschaft und die kleinen Ecken wirklich essbar zu gestalten. Wer kommt alles vorbei hier bei euch im Garten? Sind das vor allem Menschen aus der Nachbarschaft oder hast du das Gefühl, das hat auch Strahlkraft für die ganze Stadt und da kommen ganz viele verschiedene Leute bei euch zusammen? Ein bisschen was früher, noch mehr mit der Strahlkraft. Allerdings haben wir uns jetzt auch sehr stark auf die Nachbarn fokussiert. Weil am Ende geht es um die Nachbarn, dass wir die kriegen zum Pflegen des Gartens. Ich glaube schon, dass wir Strahlkraft haben mit so Projekten wie der essbaren Straße, dem Pilotprojekt, wirklich vielleicht das zu schaffen und dann zu multiplizieren in der Stadt. Und die Leute helfen immer mehr mit beim Aufräumen. Die Tauschbox ist viel Arbeit, weil das geht nicht allein. Das kann nur ein Experiment sein. Sowas geht schon nur, wenn wir den Rahmen geben und dann doch immer mehr Menschen helfen, das zu erhalten und zu nutzen. Bei allen Erfolgen und der Förderung für Projekte wie die essbare Straße merkt Joachim aber auch, perfekt funktioniert unser System noch nicht. Aber das können wir uns jetzt auch nur leisten, weil wir gefördert sind. Und ich finde, das ist ein Fehler im System, weil wir sollten dafür fair die Leute bezahlen können für die Workshops und für die Bildungsarbeit, die da passiert. Es sind halt dicke Bretter in der Bürokratie und es ist eben so. Da kann man jetzt meckern, aber es wäre auch so, wenn du heute Oberbürgermeister wärst, man kann die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Es ist ein ganz langsamer Weg. Ja, und wer ist die Stadt und wie funktioniert sie? Es gibt die Superguten in der Stadt, aber es gibt auch die, die auf jede Regel achten müssen. Und das ist das Verrückte. Ich glaube an eine Gesellschaft, wo wir so einen Raum schaffen können, wo wir respektvoll alle miteinander gleich umgehen. Wilde Wände, grüne Begegnungsräume und neue Ideen für die Kreislaufwirtschaft. Hier in Stuttgart gibt es einige Projekte, die Mut machen. Klar, wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber schon heute gibt es Menschen, die einen echten Unterschied machen. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja so nach und nach, langsam aber sicher, das Datum für den Earth Overshoot Day ein kleines bisschen nach hinten zu verschieben.